Wir haben Montag, den 20. Februar 2023 und wir haben den Campingplatz Mar Sul verlassen und fahren jetzt in Richtung Südwesten. Wir suchen jetzt einen Stellplatz irgendwo in der Nähe Malaga, Marbella. Mal schauen, ob wir was finden. Und darüber möchte ich heute berichten. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Als erstes werden wir einen Stellplatz in Torre de Mar anfahren. Das ist vor Malaga. Dort gibt es, so wie ich gesehen habe in der App, einen Stellplatz direkt am Hafen und den wollen wir gerne nutzen. Wir haben etwa 130 Kilometer bis dorthin und sind um ca. 10 Uhr vom Campingplatz gestartet. So werden wir ca. in der Mittagszeit dort am Stellplatz ankommen. Dann gehen wir davon aus, dass wir dann vielleicht noch einen Platz bekommen. Wir haben die Autobahn genutzt und verlassen sie jetzt, das ist die A7, und fahren jetzt in Richtung Torre de Mar. Der Stellplatz liegt aber am Hafen des kleinen Ortes Caleta de Vélez, wenn ich das richtig verstehe oder gelesen habe. Wir fahren jetzt durch die Stadt Richtung Meer bzw. Richtung Hafen. Unser Navi und Google Maps sind sich nicht ganz einig über die genaue Anfahrt. Wir folgen jetzt unserem Navi, da wir in unserem Navi die Größe des Fahrzeugs eingegeben haben und da denken wir, das ist die bessere Möglichkeit. Aber im Nachhinein muss ich sagen, wir werden mit beiden Routen gut angekommen. Wir sehen jetzt hier auf der linken Seite den Stellplatz und glücklicherweise sehen wir auch schon freie Plätze, also nichts wie hin. So, hier links ist die Zufahrt. Wir hätten auch von der anderen Seite, also hier gegenüberliegend, diesen Platz anfahren können. Also von beiden Seiten aus ist das möglich. Wir fahren jetzt hier vor eine Schranke. Man muss nah ranfahren. Es gibt hier ein Kamerasystem, das das Kennzeichen erkennt. Und wenn man nicht genau davor steht, beziehungsweise man muss vielleicht mal nach links oder ein bisschen nach rechts fahren, dann öffnet sich die Schranke. Das hängt damit zusammen, dass die Kennzeichen in unterschiedlicher Höhe oder Position angebracht sind. Deshalb muss man vielleicht 2-3 Mal versuchen, bis man die richtige Position erreicht hat. Der Platz hat etwa 30 Parzellen, für Fahrzeuge geeignet bis maximal, denke ich, 9 Meter. Mehr geht hier wohl nicht. Wir haben uns eine Parzelle ausgesucht, die uns gefiel und haben uns dort hingestellt. Das geht hier so ohne Breites eigentlich nicht. Warum, das erkläre ich jetzt gleich mal. Das funktioniert also so, man geht vorne an der Einfahrt ist der Parkautomat, dort wählt man das deutsche Menü, gibt sein Kennzeichen vom Fahrzeug ein und dann kommt ein Lageplan vom Stellplatz mit den einzelnen Parzellen. Dort muss man eine grüne Fläche, also eine Fläche, die grün gekennzeichnet ist, auswählen. Das heißt, der Platz ist frei und dann kann man diesen Platz buchen. Leider funktioniert das Ganze nicht so einwandfrei, weil einige einfach irgendeinen Platz anwählen und dann kommt das ganze System natürlich etwas durcheinander. Man kann dann trotzdem irgendeinen Platz wählen und auch wieder rausfahren, aber ist natürlich etwas unübersichtlich, das Ganze dadurch. Wenn man dann bezahlt hat, bekommt man einen Code für die Duschen und Toiletten, die sind auf der anderen Seite des Stellplatzes. Wenn man Wasser oder Strom braucht, muss man das dazu buchen, ist alles kostenpflichtig. Strom ist immer schwierig hier, es gibt nur 4 oder 5 Anschlüsse, die sind meist immer belegt. Man sieht, die Parzellen sind nicht sehr groß, aber es ist ja ein Stellplatz. Daran sollte man immer denken. Ein Stellplatz ist kein Campingplatz. Ein Stellplatz ist mehr oder weniger ein Parkplatz für Wohnmobile. So war es jedenfalls gedacht, als vor mehr als 30 Jahren die ersten Stellplätze freigegeben wurden. Ein Stellplatz ist ja eher für einen kurzen Aufenthalt gedacht. Man schaut sich die Stadt an, die Umgebung, die Region, so wie in diesem Fall hier, und fährt dann nach ein paar Tagen weiter. Wie man hier vielleicht gesehen hat, die Nummern der Plätze findet man am Boden auf dem Asphalt. Jetzt sind wir an der End- und Versorgung. Hier sehen wir den Bodeneinlass, den kann man kostenfrei nutzen. Weiter vorne ist so eine grüne Säule, dort kann man Frischwasser zapfen. Das ist allerdings kostenpflichtig. Auch das Ausschütten der Kassette, wenn ich das richtig sehe, ist kostenpflichtig. Auf der anderen Straßenseite ist ein Gebäude, dort sind die Toiletten und Duschen untergebracht. Und an der Wand ist auch ein Wasserhahn, den man nutzen kann. Am Bezahlautomat hat man einen Code bekommen, den kann man hier an einer Tastatur eingeben und dann öffnet sich das Tor und man kann die Toiletten und Duschen nutzen. Während wir jetzt hier reingehen, finden gerade Bauarbeiten in dem Bereich statt, deswegen ist es etwas laut hier. Wir haben die sanitären Anlagen hier nicht genutzt, deshalb kann ich darüber auch wenig sagen, aber es sah zumindest sauber und ordentlich aus.
Ich habe hier nirgendwo einen Münzautomaten gefunden, deshalb gehe ich davon aus, dass das Duschen in der Platzgebühr enthalten ist. Wir starten mit dem Fahrrad und zwar soll es entlang der Promenade gehen, also immer am Meer entlang. Dort gibt es einen Fahrradweg, den kann man gut nutzen und der führt uns bis ans Ende der Promenade. Es handelt sich um einen Touristenort und da gibt es natürlich viele Bars und Restaurants. Daran kommen wir hier vorbei. Die kleine Stadt Torre de Mar hat etwa 20.000 Einwohner und hat sehr schöne Strände. Man kann also hier zu Fuß oder auch mit dem Fahrrad entlang der Promenade gehen. Das Ganze etwa 4 Kilometer lang. Wir kommen dabei vorbei an kleinen Häfen und dann natürlich vorbei an den schönen Stränden. Das sollen die schönsten hier in der Region sein. Von hier bis nach Malaga ist es auch nicht sehr weit. Es sind etwa 28 Kilometer. Die Promenade ist ein beliebter Ort, um sich zu treffen. Hier gibt es ja jede Menge Bars und Restaurants und da kehrt man natürlich dann gerne mal ein. Wenn man bis zum Ende der Promenade fährt, dann kommt ein Kreisverkehr. An diesem Kreisverkehr liegt dann ein Campingplatz. Der Campingplatz heißt wie die Stadt Torre de Mar. Diesen Campingplatz haben wir schon besucht vor mehr als 25 Jahren. Die Lage des Campingplatzes ist nicht schlecht. Man ist gleich, wenn man rausgeht, an der Promenade. Auch das Meer ist nicht weit. Aber man muss natürlich sagen, der Platz ist in die Jahre gekommen und für große Fahrzeuge eher nicht geeignet. Hier in der Region oder im Süden Spaniens nicht sehr viel Campingplätze, wo man auch mit großen Wohnmobilen hin kann. Daran muss man immer denken. Und so sieht das Ganze von oben aus. Wir sehen in der Mitte einen großen Parkplatz. Dort stehen im Winter schon mal bis zu 100 Wohnmobile. Aber das wird nur eine gewisse Zeit geduldet und dann wird der Platz geräumt. Am Ende dieses großen Parkplatzes gibt es einen weiteren Campingplatz. Den kennen wir nicht, sind wir auch nicht mit dem Fahrrad rübergefahren. Jetzt sehen wir nochmal die große Fläche hier. Das ist der Parkplatz, den ich vorhin von oben gezeigt habe. Diese großen Parkplätze werden teilweise als Stellplätze in verschiedenen Apps gezeigt. Das ist nicht unbedingt richtig, das sind nicht offizielle Stellplätze und es ist immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, wenn man sich dort hinstellt. Zumindest wenn man dann dort auch noch übernachtet. In der Nähe vom Stellplatz gibt es einen kleinen Fischereihafen. Dort soll es auch einen Fischmarkt geben. Wir haben den so auf Anhieb nicht gefunden, vielleicht waren wir aber auch zur falschen Zeit dort. Für uns geht es am Meer entlang Richtung Stellplatz zurück. Am frühen Abend hatte sich der Stellplatz weiter gefüllt. Es waren nur noch wenige Plätze frei. Man sieht, man hat nur wenig Platz hier zwischen den einzelnen Mobilen. Und wenn man dann kochen will, wird es dann etwas problematisch. Aber wir haben einen langen Schlauch an unserem Grill, sodass wir den Grill hinters Mobil stellen können. Und dann haben wir dort ausreichend Platz, um dort dann zu kochen oder zu grillen. Hinzufügen muss ich natürlich, dass wir eine Gasaußensteckdose haben und dort diesen Schlauch dann anschließen. So sieht das Ganze am Abend aus. Der Platz ist gut beleuchtet, ausgeleuchtet und es war auch ruhig in der Nacht. Wir haben also sehr gut geschlafen hier. Am nächsten Morgen ging es dann weiter. Und zwar fahren wir jetzt zur Ausfahrt, die liegt am Ende des Platzes und dann kommt man wieder vor die Schranke und dort wird das Kennzeichen dann erkannt und man kann den Platz verlassen, vorausgesetzt man hat bezahlt. Das vielleicht noch, der Platz kostet 9,50 € jetzt aktuell im Moment. Unser nächstes Ziel ist Gibraltar, dort waren wir schon einmal vor mehr als 20 Jahren. Aber jetzt wollen wir nochmal hinfahren, um zu schauen, wie es dort aussieht. Vor allen Dingen gibt es dort jetzt einen neuen großen Stellplatz und den möchten wir uns auch gerne anschauen. Und darüber möchte ich natürlich auch gern berichten. Jetzt sind wir an der Ein- und Ausfahrt hier vom Stellplatz und die Kamera erkennt unser Kennzeichen sofort und wir können den Platz ohne Probleme verlassen. Wer aktuell immer wissen möchte, wo wir gerade sind, der findet uns bei Polarsteps. Eine kostenlose App kann man sich runterladen und dort dokumentieren wir unsere Reise mit Fotos und einem kleinen Bericht.
Jetzt geht's auf nach Gibraltar, mehr dazu demnächst hier auf diesem Kanal. Ich sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.